Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp. Mein Name ist Arno Burger. Heute mal wieder mit einem zuschauerinspirierten Video. Vielen Dank an Joachim für seine Frage in den Kommentaren. Wenn es euch gefällt, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Für die Sortierung im Outlook-Adressbuch habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder nach Vorname, Nachname oder nach Speichern untersortieren. Wenn man sich das mal bei mir hier anschaut, ich mache eine E-Mail, gehe auf An, dann sehe ich im Adressbuch die Sortierung und da seht ihr, es ist jetzt nach Vorname, Nachname sortiert. Wenn ihr das ändern wollt, dann geht ihr so vor. Ihr wählt Datei, Kontoeinstellungen, Kontoeinstellungen. Dann wählt ihr hier hinten den Reiter Adressbücher, markiert das Outlook-Adressbuch und geht dann auf Ändern. Und hier habt ihr die Möglichkeit jetzt die Namen zu ordnen nach wie speichern unter. Also nicht nach Nachname, Vorname, sondern nach dem, was hier unter Speichern untersteht. Dann gehe ich auf Schließen, gehe auf Schließen, rufe das wieder in der E-Mail auf und stelle fest, es ist immer noch nach Vorname, Nachname. Und das liegt daran, ihr müsst unbedingt Outlook beenden und Outlook dann wieder neu starten. Erst dann sortiert das Outlook-Adressbuch um. Wenn ich jetzt auf Neu, E-Mail und angehe, dann seht ihr, jetzt ist nach Speichern untersortiert. Anger Bertha, so wie das auch hier steht beim Speichern unter. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, beim Anzeigenname, wenn ihr mal einen Rechtsklick macht und auf Eigenschaften geht, dann seht ihr, der Anzeigename Bertha Anger, das ist dieses Feld Anzeigen als. Ich ändere das gerade mal und speichere und schließe. Und dann seht ihr, das ist der Anzeigename für die E-Mail. Wenn du dich mehr für Kontakte interessierst, dann schau dir doch das Video an, das ich in der Infokarte verlinkt habe. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim nächsten Video. Ciao, euer Arno.